Ja, hi zusammen, willkommen zu Staffel 2 von unserer Dokumentation vom Prototyp zur Serie. Wir sind Stefan und Giacomo von 77 Designs und ja, zum Einstieg wollen wir euch so einen ganz kurzen Rückblick geben, was wir in Staffel 1 gezeigt haben. In Staffel 1 haben wir ja, den Weg von der Idee zum Prototypen gezeigt, von der Idee einfach ein Enduro mit hohem Drehpunkt und Kettenumlenkung zu machen, um die Hinterbau-Performance zu maximieren, über dann die ersten Skizzen, die Kinematik in der Software Linkage, über die ganzen Konstruktionsdetails im CAD-System bis hin zur Teilebeschaffung, Auskonstruktion, Montage und den ersten Testfahrten. Genau, Schweißen war natürlich auch mit dabei. Und jetzt geht es mit der neuen Staffel, Staffel 2, geht es darum, den Weg vom Prototypen zur Serienreife zu begleiten. Weil wir haben uns entschlossen, dass wir das Rad auch in Serie bringen wollen, weil einfach wir von der Performance so unglaublich begeistert sind. Das macht einfach in jedem Gelände Spaß. Wir haben noch nichts gefahren, noch nicht mal irgendwelche langweiligen Home-Trails, die irgendwie nicht taugen. Und wir sind also fest entschlossen, das in Serie zu bringen. Das Einzige, was wir euch schon mal mit auf den Weg geben wollen, ist, dass der Name des Bikes nicht unter 77 Designs laufen will. Es wird eine neue Marke geben dazu, aber dazu erst später mehr. Alles klar? So, das ist der Stefan. Der Stefan wollte euch noch erzählen, was wir alles im Detail verbessern wollen an dem Fahrrad. Ja, fangen wir am Sitzrohr an, das ist ja, glaube ich, so die größte Änderung. Die Größte Baustelle, ne? Genau, wir haben ja jetzt für die Prototypen den Sitzrohrbereich aus ziemlich vielen Einzelteilen zusammengebaut. Zwei Rohre im Winkel aneinander gesetzt, dann hier ein Gasset, hier ein... Warte, ich zeig's mal eben kurz. Genau, hier hinten ein Gasset zur Abstützung. Aha. Dann hier sitzt und hinterm Hebel sitzt ein Gasset auf den Drehpunkt. Das funktioniert soweit ganz gut. Genau. Wir haben jetzt bei den ersten Prototypen noch keine Rissbildung oder so, aber es ist halt sehr schwierig zu schweißen und vor allen Dingen sehr schwierig für den Schweißer, obwohl der schon ein echt fähiger Typ ist, gerade hinzubekommen ohne Schweißverzug. Das heißt, das wird jetzt endlich von hier oben, vom Drehpunkt bis unten aufs Tretlagergehäuse, wird es so eine Schalenkonstruktion geben aus zwei Halbschalen, die dann mit einer langen Naht vorne und hinten verschweißt werden. So kennt man von den Monocoque-Rahmen, diese Bauart, ne? Tenz hat das früher immer gerne gebaut. Für ganze Rahmen teilweise. Wir machen es halt jetzt hier für das Sitzrohrbereich oder ich glaube Pole schweißt bei dem einen Rad den ganzen Hauptrahmen aus zwei Hälften zusammen. Ich glaube, das ist geschraubt, aber ja, so ähnliche Bauart, ne? Geschraubt und geklebt. Okay. Gut, auf jeden Fall gibt es dann halt zwei Fräshälften, hier halt den Drehpunkt, den Drehpunkt, eine Anschraubposition für die Dämpferaufnahme umfassen und dann halt diese ganzen kleinen Einzelteile eliminieren. Genau, erzähl noch mal kurz, was wir durch die geschraubte Dämpferaufnahme noch für Vorteile umsetzen können. Ja, genau. Die Dämpferaufnahme, die wird dann halt am Sitzrohr, bei dem neuen Sitzrohr verschraubt, wird nicht mehr am Unterrohr abgestützt. Und wir können dadurch mit zwei unterschiedlichen Dämpferaufnahmen können wir zum einen sozusagen eine etwas tugendlastigere Geometrie machen, indem der Dämpfer ein bisschen rauskommt, das Tretlager ein bisschen höher kommt, der Lenkwinkel ein bisschen steiler wird, der Sitzwinkel natürlich auch. Und zum anderen passt es halt genau, dass wir hinten 650B fahren können und vorne 29 Zoll. Bei gleicher Geometrie, Bei gleicher Geometrie ist vielleicht gerade für etwas kleinere Fahrer noch interessant. Ja, oder Leute, die halt so tricklastig fahren wollen oder extrem steile Sachen in den Alpen fahren. Ja, das Rad hat halt irgendwie 13 mm Radius ungefähr weniger, plus es kommt 13 mm raus, das heißt, du hast irgendwie so 25, 26 mm mehr Bodenfreiheit. Platz zwischen Sattel und Hinterrad. So, Zugeingänge ist vielleicht einigen aufgefallen, dass ich hier an meinem Prototypen noch hier so eine ganze Billo-Version irgendwie mit Langlöchern und Kabelbinder fixiert fahre. Das geht natürlich gar nicht und ist noch weit weg von Serie. Für die Serie haben wir uns jetzt diese kleinen 3D gedruckten Teile erstmal überlegt. Wir wollen noch nicht ins Spritzgussteil gehen, weil wir für den Stückzahlen viel zu klein am Anfang sein werden. Egal. Okay, jetzt zeige ich euch an Stefans Rahmen. Der hat nämlich die richtigen Langlöcher, wie die Teile funktionieren sollen. Das Schöne ist nämlich, man muss den Zug nicht rausnehmen, sondern man kann die öffnen, kann die auf den Zug drauf klipsen
und dann ganz einfach reindrücken und schon ist das Ding zu und fertig. Also super easy und anwenderfreundlich. Eine Frage, die uns häufiger gestellt wurde, ist, ob man das Rad mit dem hohen Drehpunkt auch mit ovalen Kettenblättern fahren kann. Prinzipiell ist es so, dass halt bei dem Rad im Gegensatz zu Rädern ohne Umlenkrolle die Kette immer im selben Winkel aus dem Kettenblatt rausläuft, was ja für ein ovales Kettenblatt und die Vorteile, die man sich da verspricht, absolut perfekt ist. Allerdings ist es halt natürlich auch so, dass die Kette in einem anderen Winkel rausläuft und nicht wie bei einem normalen Rad, sodass die ovalen Kettenblätter für die gebräuchlichen Systeme, zum Beispiel SRAM und Shimano, jetzt erstmal nicht passen, weil der Winkel der Ovalität einfach ein anderer, halt einfach für normale Antriebe gedacht ist. Wenn ich mal kurz einwerfen darf, würde das quasi zu Biopace zurückwerfen. Das würde ja eigentlich fast um nahezu, ja nicht ganz, aber um nahezu 90 Grad das sozusagen gegen den Effekt, den man sich verspricht, verstellen und dann wird es halt auch keinen Sinn ergeben. Von Raceface gibt es eine symmetrische Verzahnung. Das heißt, man kann die Kettenblätter entsprechend dem Turm ausrichten an den Kurbeln. Da gibt es auch passende ovale Kettenblätter, zum Beispiel von Absolute Black. Und damit werden wir mal experimentieren und dann sehen wir mal weiter, ob wir da später was Passendes für anbieten können. Was wir auch immer wieder gefragt werden, ist, ob der Umschlingungswinkel wirklich reicht und inwiefern sich das auf den Verschleiß am Kettenblatt und eben auch die Führungsqualitäten von so einem Kettenblatt auswirkt. Und wir sind da eigentlich relativ optimistisch, weil wir festgestellt haben, dass die Kette in erster Linie auf den ersten 5-6 Zähnen wirklich Last hat und danach ist die mehr oder weniger entlastet. Das möchte ich euch gleich mal eben kurz zeigen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, und zwar setze ich mal jetzt hier richtig die Kurbel auf Vorspannung. Sieht man, das Hinterrad gräbt sich fast in den Boden ein. Ja, jetzt kann ich hier kann ich die Kette gar nicht drücken. Ich mache gerade so viel Spannung. Hier kann ich die Glieder nicht wirklich bewegen. Nicht wirklich. Und am Ende hin, jetzt fängt die Kette schon an zu kippeln. Hier kippelt sie schon total und hier wird sie lose. Man kann sogar zeigen, man kann sie tatsächlich abheben hier. Und ab hier fängt es jetzt an zu klemmen. So. Da war richtig Last drauf. Ne? Also es sind wirklich nur die ersten paar Zähne, die da richtig Arbeit leisten. Insofern sind wir optimistisch, dass es funktioniert. Okay, wir sind halt noch in der Testphase. Wir gucken, wie die Kettenblätter sich vom Verschleißer so entwickeln. Und die Ketten haben Ideen für unsere Kettenführung natürlich im Hinterkopf, aber wir hoffen, dass wir so zurechtkommen mit akzeptablem Verschleiß. Okay. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hatten einen guten Tag im Wald, haben euch hoffentlich die wichtigsten Details erklärt zur neuen Staffel. Die nächsten Schritte sind, wir zeigen euch die konstruktiven Details, die wir verbessert haben am Abend nochmal am Computer. Wir machen eine Episode mit den ganzen konstruktiven Änderungen. Ein paar haben wir eben schon angesprochen. Zeigen euch das am Rechner. Und dann werden neue Bikes aufgebaut, die werden getestet. Da geht es darum, Dämpfer-Tunes rauszuarbeiten. Verschiedenste Hersteller, irgendwie Fox, RockShox, Intent, SR Suntour, Extreme Shocks. Das Ganze mal auszuprobieren und zu gucken, wo man die richtigen Tunes findet, damit wir später halt auch eben wir werden was anbieten können im Komplettrad. Oder im Komplettrad wird es nicht geben, aber es wird ein Rahmenset geben und da gehört natürlich eigentlich ein Dämpfer dazu. Ja, da kriegen wir uns irgendwo nochmal einen Bikepark, glaube ich. Das war echt mal ein paar Mal nacheinander dieselbe Strecke. Genau, machen wir einen schönen Tag. Genau. Ja, und dann ist das Ding hoffentlich serienreif. Das wissen wir aber erst, nachdem wir noch im Labor waren. Und nur nach dem Test sind wir marktfähig und dann gibt es auch ganz konkret Daten, Fakten, Zahlen, Launch Date etc. vorher nicht. Also, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Alles Gute. Ciao. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Spaß.